Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir steigen jetzt von dieser Metaebene, die wir erfahren haben und philosophisch betrachtet haben, welche vor- und nachgelagerten Teile in unsere Prozesse einzubinden sind, auf eine ganz andere Stufe herunter, auf eine Stufe, die unser Unternehmen versucht hat, alle Mitarbeiter in die Prozesse einzubinden und so einzubinden, dass sie durch Nutzung anderer Features immer wieder auf deren Prozesse hingewiesen werden. Und diesen Versuch der Firma PMS, den möchte ich jetzt kurz darstellen. Mein Name ist Martin Grünwald, ich bin Prokurist des Unternehmens. Wir haben ca. 500 Mitarbeiter, gehören dort zu meinem Bruder. Deshalb habe ich da in gewissen Hinsichten ein leichteres Spiel, gewisse Dinge umzusetzen. Ich bin ausgebildeter Berufsoffizier und deshalb auch an einer nachhaltigen Umsetzung sehr interessiert. So möchte ich das einmal im Raum stehen lassen. Wer sind wir? Wir sind 2005 gegründet worden. Wir sind ein Steuermessung- und Regeltechnikunternehmen, das in einer sehr schnellen Entwicklung Marktpräsenz gewonnen hat und über verschiedene Stufen Erfolge schreiben konnte. Da will man gar nicht näher drauf eingehen. Was sind unsere Kernkompetenzen? Das vielleicht noch. Wir sind Steuermessung- und Regeltechniker. Unsere Kernkompetenz ist wiedergespiegelt im Schaltschrankbau, in der Energietechnik, in Service und Instandhaltung, im Engineering und im Maschinen- und Anlagenbau, sowie auch in der Industriemontage. Thermische Validierung und Reinraummessung machen wir für speziellen Kunden in der Pharmazie. Unsere Zertifikate und Auszeichnungen möchte ich kurz erwähnen, weil es ein wesentlicher Teil war, um im Unternehmen, das ENES, das 2007 eingeführt worden ist, am Leben zu erhalten. Ich möchte da so einen Spannungsbogen zeichnen. Warum am Leben erhalten? Wir haben das damals eingeführt, weil einer unserer Mitarbeiter die Firma Intellior gekannt hat und einen Partnervertrag hatte. Das war der einzige Grund. Wir hatten damals 100 Mitarbeiter. Da kann keiner mehr weismachen, dass es wirklich notwendig ist, das so zu tun. Aber es hat sich als sehr, sehr positiven Mehrwert herausgestellt. Und über diesen Ansatz haben wir eine Verdichtung und eine höhere Nutzung versucht zur Umsetzung zu bringen. Was sind unsere Zertifikate? Sehr ISO-lastig. Sehr ISO-lastig und deshalb auch sehr kundenlastig. Unser Kunde ist der Hauptauditor, indem er zu uns kommt und uns immer wieder in Präqualifikationen Dinge abverlangt. Dieses Abverlangen ist auf den jeweiligen Kundenbetreuer zugeschnitzt gewesen. Und da hat der eine das erzählt und der andere das erzählt und der dritte hat überhaupt nichts erzählt. Und im Endeffekt hatten wir für jeden Kunden ein spezielles Bild, das wir von der Firma PMS durch unseren direkten Kundenbetreuer gezeichnet haben. Das entsprach nicht immer der Darstellung, die wir wollten. Und das entsprach auch nicht immer der Normforderung. Also da war mal eine Grundlage, das zusammenzufassen und das auch zu vereinheitlichen. Die Auszeichnung auf der anderen Seite zeigen wir deshalb gerne, weil wir recht stolz drauf sind, was man als kleines Unternehmen im Lavanttal alles so machen kann. Unsere Referenzen, einfach das Bild kurz wirken lassen. Ich möchte auf 2 Projekte eingehen, weil sie jetzt gerade in Deutschland von Interesse sind. Einmal das Großprojekt Bayer, wo wir als Firma PMS die gesamte Stromversorgung planen, entwickeln, liefern und montieren. Sehr großes Projekt für uns in Deutschland, sind wir sehr stolz darauf. Und ein weiteres von Siemens Healthineers, das auch jetzt gerade in Deutschland zur Umsetzung gebracht wird. Was ist noch ein Steckenpferd von uns, auf das wir stolz sind? Das ist das PMS-Technikum Lavanttal. Wir versuchen über dieses in Form von 3 Stadien neue Mitarbeiter zu finden und so ans Unternehmen zu binden. Das PMS-Technikum Lavanttal ist die Möglichkeit, am Standort zu studieren, in Kooperation mit der FH Kärnten, um so direkt ans Unternehmen gebunden zu sein und die Region Lavanttal damit auch zu stützen und zu stärken. Ein weiterführendes Teilprojekt davon ist die Innovationswerkstatt, wo diese Aus- und Weiterbildungsangebote in speziellen Bereichen zur Umsetzung gebracht werden und dann in der 3. Phase in der Gründergarage neuen innovativen jungen Unternehmen die Möglichkeit bieten sollte, bei unserem Standort so eine Firma zu gründen, mit unserer Unterstützung groß zu werden und Geschäftserfolge zu erzeichnen. Was ist noch ein Mehrwert daraus? Die PMS-Lehrwerkstätte. Wir haben eine eigene PMS-Lehrwerkstätte. Der Facharbeitermangel ist ja kein Schlagwort mehr, das man nur mehr so hört, sondern es ist schon überall angekommen. Wir versuchen, unsere Facharbeiter der Zukunft selbst auszubilden.
Da haben wir die größtmögliche Spanne der Betrachtung des Mitarbeiters, um seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen, zu fördern und zu formen und hier einem jungen Menschen aus dem Lammertal die Möglichkeit zu bieten, von der Lehre bis zum Studienabschluss alles in der Region und alles unter der Begleitung unseres Unternehmens durchzuführen. Genug der Worte über unser Unternehmen. Jetzt gehen wir in die Agenda, die ich Ihnen anhand der Firma PMS darstellen und zeigen möchte. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt ins Portal hinein und klicken uns so durch die einzelnen Möglichkeiten. Ich bitte Sie, wenn Sie sagen, oh Gott, das ist wieder ein kompletter Fahrradschmoren, gehen wir auf den nächsten Punkt, mir das mitzuteilen oder aber einfach vertiefende Fragen zu stellen, die dann ein Mitarbeiter von mir beantworten wird. Heißen tut es bei uns das PMS-Portal. Das PMS-Portal, die Entstehungsgeschichte 2007 habe ich kurz angerissen, hatte damals den Zweck, unsere Prozesse abzubilden. Vor dem externen Audit oder vor dem Kundenaudit sind sie dann umgeschaut worden, dann sind ein Haufen Zettel nachbefüllt worden und dann war das große Bangen vor dem Auditor und danach ist das wieder in den Dornröschenschlaf übergegangen. Um dieses PMS-Portal attraktiver zu machen, war unsere Idee dann zum sagen, okay, wir machen unser Intranet daraus. Was geben wir denn da hinein, das einen Mitarbeiter dazu veranlassen könnte, auch unter dem Jahr hineinzusehen? Was könnte ihn veranlassen, einmal in der Woche hineinzusehen und per Zufall auch über seine Aufgaben, Formulare, Checklisten oder sonstigen Prozessdetails zu stolpern? Und das haben wir so zur Umsetzung gebracht. Wir haben auch das, was jeder hat, schon klar. Ja, jeder braucht seine Übersicht der Steuerungsprozesse und Managementprozesse, jeder braucht sein Organigramm. Aber beim Organigramm möchte ich jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Warum? Wir versuchen einen extrem rollenbasierten Ansatz zur Umsetzung zu bringen. Jeder Mitarbeiter hat eine oder mehrere Rollen, die sich in 3 Hierarchieebenen widerspiegeln. Mit der Verbindung der Rolle zur Hierarchieebene ermögliche ich dem Mitarbeiter Details zu sehen, die nur für ihn von Belang sind. Das heißt, ich blende andere, für ihn nicht relevante Dinge aus und habe so schon einen Fokus für den Mitarbeiter geschaffen, damit er sich nicht im Detail verliert. Was haben wir noch drin? Alles, was den Mitarbeiter interessieren könnte, das wäre dieses Intranet. Die PMS News. Wer ist bei der letzten Weihnachtsfeier mit wem heimgegangen? Ja. Wer hat das und das gemacht, wer verkauft sein Auto, was haben wir von den Projekten gekriegt. Diese Neuigkeiten bilden wir da drin ab, haben damit das Marketing mit eingebunden, die für die Content-Befüllung verantwortlich sind und schauen so, dass eine hohe Anzahl an Klicks dadurch ermöglicht wird. Das Weitere ist, das Mein-Portal, so wie es bei uns genannt wird, ist der Single Point of Information. Alles, was den Mitarbeiter betrifft, ist darin abgebildet. Das geht so weit, dass man seine gesamten Rollen sieht, seine Aufgaben, aber auch zum Beispiel seine IT-Ausstattung. Damit er weiß, aha, was muss er haben und auch für die Verrechnung, wir sind also so Cost-Centers in den einzelnen Bereichen, der jeweilige Bereichsleiter weiß, was am Monatsende ihm für seine Mitarbeiter von IT-Kosten zur Abrechnung gebracht wird. Wir haben auch dieses Kenntnisnahme-Tool, Collaboration-Tool eingesetzt, und versuchen so, das möchte ich kurz ausholen, unsere jeweiligen Mitarbeiter mit diesem Tool auch zur dokumentierten Information, die er erhalten hat, abzufragen. Was heißt das? Wir haben eine Arbeitsanweisung. Für diese Arbeitsanweisung nutzen wir diesen Vergleichsmodus im Portal. Wenn eine Arbeitsanweisung verändert wird durch den jeweiligen Bereichsleiter, wird dann diese der jeweiligen Rolle zugeordnet zur Version gebracht. Bei der Versionierung wird nach der Freigabe diejenigen, die dieser Rolle zugeordnet sind, ein E-Mail geschickt, das es zur Kenntnis nehmen muss und der Bereichsleiter kann sich dann in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten, manchmal dauert es auch länger, immer davon vergewissern, wer seiner Mitarbeiter schon eben diese besagte letztgültige Arbeitsanweisung gelesen hat. Ob er sie verstanden hat, ist noch eine andere Geschichte, aber daran arbeiten wir noch. Aber fangen wir mal mit dem Lesen an. Mitarbeitersuche- und Telefonverzeichnis. Alles, was den Mitarbeiter betrifft, ist darin. Da haben wir die Office-Damen eingebunden, denn hierin wird nicht nur die Firmen-E-Mail-Adresse und die Firmentelefonnummer gepflegt, sondern auch alle weiteren in der Corona-Krise sehr wichtigen Kontaktdaten. Das hat man da erkannt, dass es nicht nur die Firmenkontaktdaten sein sollten oder müssen. Und damit haben wir den nächsten Teil des Unternehmens eingebunden.
nämlich den Bereich Human Resource Management, der die Stammdatenpflege aller unserer Mitarbeiter im Portal durchführt. Coronavirus Präventionskonzept, das ist deshalb noch drin, weil wir diese Präsentation voriges Jahr machen wollten. Ja. Und es wird ja heuer wieder kommen, sagen wir mal, ziemlich sicher, also lassen wir es noch drinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es brauchen, ist relativ hoch. Unterschriftenregelung. Allen unseren Rollen sind in der Hierarchiestufe Unterschriftsberechtigungen zugewiesen. Und ich weiß ganz genau, wenn Prokuristen oder der jeweilige Bereichsleiter dieses oder jenes Formular unterzeichnen kann oder darf, dass es eben in der Unterschriftenregelung auch mit abgebildet ist. Auch wieder eine Funktion fürs Human Resource Management. Ersthelferverwaltung, auch so ein Zusatztool. Was ist damit geregelt? In der Vorschrift oder im Gesetz ist sichergestellt, dass ich binnen 4 Jahren oder binnen 2 Jahren eine Auffrischung der Ersthelfer durchführen muss, um deren Qualifikation nicht ablaufen zu lassen. Mit diesem ermöglichen wir eine Erinnerung an das Human Resource Management, das dann sagt, hoch zu, Kamerad Schnürschuh, Martin, du musst jetzt binnen 2 Jahren oder binnen 4 Jahren deine Auffrischung durchführen, weil wenn du das ablaufen lässt, dann ist wieder ein 16-stündiger Kurs vonnöten. Und so können wir mit diesen Möglichkeiten Zeit und Geld für die Mitarbeiter, aber vor allem auch für das Unternehmen sparen. Fahrzeugverwaltung, unser gesamter Fuhrpark ist im NES abgebildet. Das heißt, die zugewiesenen Fahrzeuge, wie aber auch die Poolfahrzeuge. Und die Buchung der Fahrzeuge funktioniert auch über unser Portal. Was ist dort nicht noch abgebildet? Paragraph 57 Überprüfung, ja. Und die jeweiligen Servicetermine. Das heißt, das gesamte Leben des Fahrzeugs ist im Portal abgebildet. Ich kann auf Knopfdruck die Auswertungen durchführen und weiß auch im Erinnerungsmodus an das Fuhrparkmanagement, wann Servicetermine oder Überprüfungstermine sind und auch die Buchungsmöglichkeit der einzelnen Fahrzeuge. Durch das, dass bei uns die IT das Portal pflegt und der Hauptansprechpartner für Seneis ist auch darin versucht worden, ein gewisser Mehrwert zur Abbildung zu bringen. Das heißt, in der IT-Verwaltung habe ich hier Möglichkeiten über kürzlich ausgegebene Geräte, über Hardware mit Kostenstellennummern, nicht zugegleiten Hardware-Situationen und anderen Features zur Auswahl zu bringen. Wir steigen jetzt einmal hinein in einen Teilbereich, in dem wir sagen, aha, die Software wird da drin verwaltet und zu dieser Softwareverwaltung habe ich die Möglichkeit, auch die einzelnen Lizenzen mit einem jeweiligen Ablaufdatum zu versehen und mir auch dann wieder in Erinnerung zu rufen lassen, per E-Mail-Funktion, wann ein Ablauf stattfinden sollte, hoffentlich so zeitgerecht, dass eine Erneuerung dieser Lizenz noch zur Umsetzung gebracht werden kann und ein uneingeschränktes Arbeiten möglich ist. Was ist noch drin? Die Hardwareverwaltung, das habe ich früher schon angesprochen. Unsere gesamte Hardware ist darin abgebildet. Damit habe ich die Möglichkeit des Kostenträgerzuweisens, das habe ich schon erwähnt, aber auch zur Übersichtlichkeit und Übersichtbarkeit, vor allem in Hinsicht auf die Heimarbeit und die Anzahl der steigenden Geräte durch diese Heimarbeitsnutzung. Unsere gesamte Hardware ist gekauft, verkauft und zurückgeleast. Ich habe auch vertragliche Verpflichtungen, das nach einem gewissen Zeitraum X zurückzugeben. Das ist auch ein Grund, warum es darin abgebildet ist. Das geht so sehr ins Detail, dass für den einzelnen Mitarbeiter durch das Single Sign-On und durch die Rollenzuweisung die Möglichkeit besteht, ohne die IT zu stressen, auch seinen PIN abzufragen, falls er ihn wieder mal vergessen hat. Und glauben Sie mir, das passiert öfter, als man denkt. Ich habe dann die Zusatzfunktion, das ist dann wieder meine Aufgabe, wenn mein Bruder irgendwelche Dinge wissen will, in schneller Hinsicht das auszuwerten, in schönen Grafiken das darzustellen und so zur Zufriedenheit der Geschäftsleitung beizutragen. Was ist da noch abgebildet? Kommunikationsmatrix. Wir sind ein Familienunternehmen, ja? Und im Wachsen des Familienunternehmens etablieren sich Besprechungskreise, die Größen annehmen, dass man da gleich eine Grillfeier draus machen kann. Das ist auf der einen Seite schön, nur zu viele Köche verderben den Brei und wenn alle mitreden, kommt dann zum Schluss auch nicht viel raus. Deshalb haben wir dann eine Kommunikationsmatrix eingeführt, die klipp und klar sagt, wer an welchen Besprechungen teilzunehmen hat und wer nicht die Rolle hat. Mitarbeiterinformation und Presse habe ich schon kurz angesprochen. Alles, was den Mitarbeiter betreffen kann, in seinem Onboarding- und Offboarding-Prozess, in seinem täglichen Leben im Umgang mit dem Unternehmen oder in seinen privaten Bereichen sind da drinnen abgebildet. Geburtstage, Firmenhandy-Upgrade-Möglichkeiten, Buchen des hauseigenen Masseurs, alles das macht er über das Portal. Whistleblower-Richtlinie kommen wir noch dazu, ja, auch die ist da drin. PMS Akademie, was ist das? Wir machen
im eigenen Haus Schulungen in verschiedenen Bereichen, ja, also Soft Skills, aber auch Hard Fact Schulungen. Diese können da drin bebucht werden. Das heißt, der Schulende stellt die zu schulende Unterlagen hinein und der jeweilige Personenkreis, der diese Schulung besuchen darf, kann sie bebuchen. Und so habe ich gleich wieder die Möglichkeit, nach der Buchung zu sehen, wie groß ist der Teilnehmerkreis, wird die Schulung stattfinden, wenn zu wenig Interesse ist, dann nicht. Und ich habe das auch in diesen Hinsichten schön durchgeführt. Verwalten schon Gefahrstoffen. Wir haben heute ein bisschen über die Arbeitssicherheit auch schon gesprochen. Es ist eine gesetzliche Forderung, dass der Arbeitgeber zu jeder Zeit für seine Arbeitnehmer, die in Gefahrstoffen arbeiten, auf Sicherheitsdatenblätter zurückgreifen können muss. Und das Unternehmen muss einmal jährlich auf die Aktualität dieser Sicherheitsdatenblätter achten. Das machen wir auch da drin, indem wir sagen, aha, auf der einen Seite stellen wir das alles schriftlich dar, um was es geht, und stellen dem Mitarbeiter auch zur Verfügung, welche persönlichen Schutzmaßnahmen er bei der Verwendung dieser Gefahrstoffe verwenden und anziehen muss. Zusätzlich hat er mit einem Link, das sieht man jetzt noch nicht ganz so gut, die Möglichkeit, zusätzlich das Sicherheitsdatenblatt hochzuladen. Braucht aber grundsätzlich nicht mehr, weil ich ihm schon die gesamte Information, die zum Tätigwerden für ihn im Vorfeld verfügbar mache. Der Baustellenordner ist jetzt sehr montagelastig. Das heißt, das früher in Papier befindliche Dokument am Ordner oder am Tisch des Montageleiters haben wir digitalisiert. Die tiefste Ausbaustufe unserer IT-Hardware, das ist der Montageleiter. Das heißt, alles, was der macht, macht er nicht mehr in Papierform, sondern in digitaler Form und ruft es vom Portal. Sicherungsunterweisungen von Kunden, habe ich auch schon kurz angesprochen, wir sind extrem kundenlastig. Der Kunde gibt uns zu den normalen gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen zusätzliche Kundenvorgaben vor, deren Einhaltung ich mit der Vertragsunterzeichnung eingehe. Damit auch unsere Montageleiter das wissen und die Möglichkeit haben, diese Einhaltung zur Umsetzung zu bringen, ist das im Portal abgebildet und so wieder auf die jeweilige Rolle verknüpft und auf das jeweilige Projekt zugeordnet. Das heißt, wenn es ein Projektordner im Portal aufmacht, dann hat er automatisch auch die Sicherheitsunterweisung, zum Beispiel der OMV dabei und drin. Die Whistleblower-Richtlinie, ganz was Spezielles. Wir haben auch eine Betriebsratsorganisation. Ja. Das heißt, die Frage, ob das wer braucht, ist eine andere. Nein, ist keine, das ist eine gesetzliche Vorgabe. Die haben wir ganz einfach verlinkt. Also ich rufe es über das Portal auf und mit dem Link komme ich dann ganz woanders hin. Aber, und das ist unser Ansatz, ich muss ins Portal gehen. Cockpit-Maßnahmen, um auch die Geschäftsleitung, das ist die Geschäftsführung, also mein Bruder mit den 4 Prokuristen, dazu zu zwingen, ins Portal zu schauen, haben wir alle Maßnahmen, die die Geschäftsführung dem Prokuristen auferlegt und längerfristige Aufgaben sind, darin abgebildet. So hat mein Bruder, der Franz, die Möglichkeit, jederzeit zu überprüfen, in welchem Status sind die einzelnen von ihm beauftragten Aufgaben, die ich habe. Entweder sind es Aufgaben oder es sind Vereinbarungen. Wie halte ich sie ein und welchen Status haben die beauftragten Maßnahmen? Damit bei jedem Feedbackgespräch und bei jedem Gespräch, das heute zu führen ist, er immer sicher sein kann, dass seine Intentionen auch zur Umsetzung gebracht werden. Da haben wir verschiedenste Auswertungen. Grün ist immer gut, gelb haben wir schon ein bisschen Stress und rot wollen wir nicht mehr rüber. Also diese Cockpit-Maßnahmen, dieses Management erfüllt die Möglichkeit, interaktiv der Geschäftsleitung und der Geschäftsführung, runtergebrochen bis auf Bereichsleiterebene, zu überprüfen, ob deren Aufgaben auch eingehalten und zur Umsetzung gebracht werden. Meine Damen und Herren, das wäre jetzt der Exkurs in kurzen Sätzen mit dem Versuch unseres Unternehmens, das Portal attraktiver zu machen. Die einzelnen Details, die Sie alle kennen, mit Prozessen, Modellierung, Aufgaben und so weiter, auf die bin ich jetzt nicht eingegangen, weil die kennen Sie. Ich hoffe, es war das eine oder andere Interessante dabei und würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen in die Diskussion gehen können. Jetzt haben Sie nur noch angesprochen, dass auch das Formular dann digital ausgefüllt wird. Das wird dann unabhängig von NAs gemacht, nur das Endprodukt, also das Enddokument dann hochgeladen und dann freigegeben. Ganz genau. Wie groß ist denn jetzt die PMS, also dass man das einordnen kann, weil ich muss jetzt sagen, es ist schon sehr mächtig, was Sie jetzt alles vorgestellt hatten. In welchem Zeitraum war das einfach so seit 2011, seit der Einführung von den NAs hat sich das dann stetig weiterentwickelt und wie groß ist das? Bei der Einführung 2007 hat das Unternehmen ca. 100 Mitarbeiter gehabt. 2007 sind rein Prozesse abgebildet worden, die einmal jährlich betrachtet wurden. Das hat kein Mensch interessiert.
Im Zuge der Entwicklung, wir haben ein relativ rasches Wachstum gehabt, wir haben derzeit 500 Mitarbeiter in der PMS-Gruppe, haben wir ein Problem gehabt, das kann ich ganz ehrlich so sagen. Es sind früher alle zum Franz gegangen. Jeder ist mit jedem Scheiß zum Franz gegangen. Und irgendwann kommt man darauf, dass man Probleme lösen anfängt und Aussagen tätigt, die 3 Hierarchieebenen anders gesagt haben. Und das kommt nicht gut. Deshalb haben wir versucht, diese Prozesse zum Leben zu bringen. Ja, erstens einmal so zu evaluieren, dass sie auch stimmig sind und stimmen und vor allem die Mitarbeiter darauf hinzustoßen, du brauchst jetzt nicht den HR-Prozess lesen, wenn du in der Fertigung bist. Aber es war schon recht wissen, wenn in einem Fertigungsprozess drinsteht, dass du das Formular 1, 2, 3 ausfüllen solltest und das nicht ausfüllst, mir zu sagen zu können, warum füllst du nicht aus, weil vielleicht brauchen wir es ja gar nicht, oder aber bist du einfach nur nicht wissend, dass du es ausfüllen musst. Und so haben wir mit diesem Hin und Her versucht, die Mitarbeiter einzubinden und deren Prozessverantwortung ihnen zu übergeben. Das ist ja sein Prozess, das ist nicht meiner. Für mich schreibt da keiner einen Zettel, obwohl sie es immer glauben, dass es für mich müssen. Also ein gewisser Druck sollte schon sein, so ja, aber nicht zu viel. Ja? Und so hat sich das einfach etabliert und entwickelt. Das Gefahrstoffkataster interessiert mich einfach jetzt auch aus persönlicher Sicht, weil wir jetzt auch Arbeitssicherheit ein größeres Projekt bei uns ist. Und ich habe gesehen, also Sie haben eigentlich schon viele Sachen, die in den Sicherheitsdatenblättern stehen, hier abgebildet. War das dann manueller Aufwand? Dass Sie wirklich jedes Sicherheitsdatenblatt angeschaut haben, das dann ins Portal eingegeben haben? Ja, also da muss ich auch einen ganz kurzen Exkurs mir erlauben. Die Sicherheitsdatenblätter bei uns waren zuerst in dieser analogen Baustellenmappe, die ich vielleicht heute mal schon ganz kurz erwähnt habe, wenn man sich an das erinnern kann. Die war immer alt und im Zuge einer Überprüfung, einer Auditierung von einem Kunden, einem ganz großen Kunden bei uns, das ist die OMV, die sehr lastig in dieser Hinsicht ist, sind wir draufgekommen, das müssen wir anders regeln. Und dieses anders regeln haben wir dann durch händisches Abbilden im Portal für uns gelöst. Vorher haben wir Excel-Listen gehabt, ob es jetzt eine Excel-Listen-Eintrag oder ein Eintrag, ist schon wurscht. Und es gibt ja auch noch Praktikanten, Gott sei Dank, die sich freuen, diese sehr spezialisierten Tätigkeiten in den Ferien für gutes Geld zur Umsetzung zu bringen. Gerade noch mit dem automatischen und manuellen Aufwand. Sie haben gesagt, dass auch das Berechtigungsthema abgebildet wird, also diese Stufen. Jetzt wollte ich mal fragen, inwieweit diese Berechtigungsstufen dann auch automatisch im ENEIS Anwendung finden. Also wird jetzt automatisch, greift, wenn ich jetzt ein Arbeitssicherheitsdokument oder eine Arbeitsanweisung, die dann andere Berechtigungsstufen zur Freigabe haben, wie jetzt vielleicht ein Baustellenbegehungsprotokoll, greifen die dann da schon automatisch die Berechtigungsstufen, also dass angezeigt wird, okay, es darf nur der Abteilungsleiter dann freigeben, Arbeitssicherheitsdokumente, oder muss der Mitarbeiter, der dann den Freigabe-Workflow erstellt, trotzdem noch auswählen und er hat die Möglichkeit auch seinen Kollegen auszuwählen. Es gibt ein Vorwahlfeld, wo klar definiert ist, wer wann, gemäß unserer Unterschriftenregelung, was unterschreiben darf. Das heißt, auf der jeweiligen Hierarchieebene weiß der Ersteller, nicht jeder darf Ersteller sein, der nächste Prüfer ist mein Vorgesetzter. Er hat 2 Möglichkeiten zur Wahl, nämlich den Vorgesetzten und den Stellvertreter, das haben wir extra so drin gelassen, aber nur das kann er wählen. Und derjenige danach weiß ganz genau, der Zwischenprüfer ist der und der Freigebende ist jene Hierarchiestufe und aus dieser kann er dann wählen. Also das ist ganz genau vordefiniert. Da gibt es wenig Wahlmöglichkeit. Genau, und wenn ich dann das Aufbaudiagramm auch anpasse oder die Organisation, dass sich zum Beispiel der Stellvertreter ändert, wird es automatisch dann in den Berechtigungen. Ja, wobei ich sagen muss, das mit dem Stellvertreter war eher Blödsinn. Warum muss man gerade das Formular, was man alle 2 Jahre mal macht, in der Versionierung, also nicht in der Erstellung, sondern in der Neuversionierung, dann machen, wenn der Chef auf Urlaub ist. Tut ja kein Mensch. Das ist ja ein schönes Beispiel, dass man tatsächlich das, was ihr da integriert habt, ja tatsächlich in manchen Kunden, die jetzt sehr viel größer sind, gar nicht geht, weil die dafür all diese Sachen ja schon eigene Systeme haben. Insofern ist es genau auch eine Chance, wenn man relativ klein startet,
das zu tun. Das haben einige Kunden gemacht, das machen auch noch einige Kunden, aber tatsächlich ist das so eine Option, die natürlich nicht allen offen steht, die quasi schon dedizierte Systeme für all die anderen Zwecke haben. Aber zu sagen, was hat denn jetzt wieder einen klaren Organisations- und Rollenbezug und was ist hier eine nützliche Information, die in der täglichen Arbeit hilft, also da sind sicherlich bei allen immer noch wieder Felder, wo man sagt, das könnte einen Mehrwert bieten. Ja, und das ist das, glaube ich, da kann jeder hinschauen. Guido? Da bin ich überzeugt davon, wenn ich das ganz kurz kommentieren darf. Ich war in meiner Funktion auch Leiter IT und es sind verschiedenste Einflüsse von neuen Softwarelösungen an mich herangetragen worden, die zur Verbesserung beitragen hätten sollen. Viele haben wir nicht umgesetzt, weil der Mehrwert nicht gegeben war und eine Abbildung im Portal möglich war. Ja, mich würde interessieren, aus Ihrer Sicht das Verhältnis, wie schauen die Mitarbeiter auf das Portal jetzt mit dem Rollen-Aufgabenfokus? Sie haben ja, glaube ich, auch gesagt, über die Versionierung der Rollen bilden sich Veränderungen ab. Jetzt im Vergleich zur Betrachtung von Prozessen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei Ihnen, was ich gut finde, spannend finde, viel stärker auf Rollen und Aufgaben geachtet wird als auf Prozesse. Das wird sicher so zutreffen. Okay, also ich finde es gut und ich glaube, es macht den Mitarbeitern einfacher, weil sie direkt bei den Aufgaben landen. Wenn es über die Prozesse geht, sich ihre Swimlanes aussuchen, sind ja auch Kontextinformationen da, was war vorher, man macht sich gleich zu viele Gedanken. Ja. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, deswegen poche ich auch immer so drauf, die Versionierungsmöglichkeit. Mit dieser Versionierungsmöglichkeit und den Versionsvergleichen sehe ich, in welche Richtung ich mich entwickle. Ob ich mich alle 5 Jahre im Kreis drehen würde, von vorne anfangen, oder ob es wirklich auch eine Weiterentwicklung unserer Prozesse, Aufgabenformulare und Checklisten darstellt.